Internally related to everything, yes. Not externally related. Consciousness is an internal relationship to the whole. We take in the whole and we act toward the whole. Lasse den Paracelsus rufen. Wen? Meister Bader und Scherer, Rossarzt und was ihr alle seid. Ihr seid mir nicht nur eine liebe Kumpanei, sondern von euch erfährt man auch manch vergessene Dinge. Ihr habt nicht hinterm Ofen gehockt und eure Weisheit kommt nicht aus dem Pergament. Ja, darauf bin ich stolz. Auf den Landstraßen habe ich studiert, auf Jahrmärkten und in Feldlager, auf dem Schindanger und unterm Galgen. Die Natur ist eine bessere Lehrmeisterin als eure Universitäten. Was sagt ihr dazu? Sag doch etwas. Ich sage, wird nun geschnitten oder nicht? Also es wird nicht. Ich heile den Mann. Ja. Die Wurzeln der Krankheiten seien vierfach den Elementen zugeordnet. Diese hier ist des Saturns, in dessen Zeichen die siderischen Feuer brennen, muss also mit sulfurischer Substanz. Da. Du denkst an Eierkuchen? Nein, ich esse Ensen. Enz? Ja, Enz. Das ist das Mysterium Magnum. Denn sieh mal, Johannes, woraus ist diese Speise bereitet? Aus Eierspeck, Mehl, Milch, Salz. Aber Mehl ist Korn. Und Korn wächst aus Erde, Regen, Licht. Also meine Nahrung aus den Elementen kommt. Das ist aber die Verwandlung, denn ich baue meinen Leib damit. Mit dem Leib meinen Geist. Also Enz. Könnte man es destillieren, so hätte man wohl das Elixier gefunden. Danach die Adepten forschen schier 1000 Jahre. Das Elixier? Man sollte es finden. Ewige Gesundheit. Das wäre ein Werk. Ist alles in der Natur. Was ich suche, Quinta Essentia. Ja, du weißt nicht, was das ist. Ich nenn's die Tugend der Dinge. Denn nicht der Nieswurz heilt, sondern irgendetwas in ihm.
Oder nicht das Quecksilber heilt, sondern irgendetwas in ihm. So gilt's, die Essenzen auszudampfen und als Heilwesen. Ach, Unsinn. Soll mich keiner einen Wundermann nennen. Hat alles seinen natürlichen Grund. Ich weiß, was ich weiß. Also, Meister, darf ich wieder rausgehen auf die Straße? Ja. Die Straßen sind frei. Die Tore sind wieder offen. Bring das zu Proben. Er soll nicht länger säumen mit dem Druck. Denn heilen mag ein großes Ding sein. Aber lehren ist ein größeres. Soll der Buchstab meine Lehre verbreiten, ausstreuen meine Gedanken in breiter Saat, dass es grüne und allen Kranken zum Segen werde. Hm? Ach. Wenn euch an dem Titel so viel liegt, lest. Das Doktordiplom. Promoviert. Beide Disziplinen sogar. Bei Leonicello Ferrara. Warum habt ihr nicht gleich gesagt, dass ihr verbriefter Doktor seid? Alterius non sit qui suus esse potest. Wer sein eigener Herr ist, soll keinem anderen dienen. Aber uns möget ihr doch dienen, nicht wahr? Ich spreche im Namen des Rats und aller Wohlmeinenden, wenn ich euch das Amt des Stadtarztes antrage. Es lebe unser neuer Magister! Dies, aber die Alchemie, ist nur eine von den 4 Säulen des Tempels der Heilkunst. Die anderen aber sind: die Philosophie will sagen, das rechte Denken von Grund auf. Die Astronomie will sagen, die Kunde von den großen Gesetzen, denen wir kleinen Menschen gehorchen sollen. Denn wo die Unstimmigkeit ist zwischen dem Menschen und seinem Gesetz, da entspringen die Krankheiten. Die vierte Säule? Die 4. Säule der Heilkunst nenne ich die Tugend. Merket auf, junge Menschen. Ich will es euch sagen, welches die Tugend des Arztes ist. Im Herzen wächst der Arzt. Aus Gott geht er. Des natürlichen Lichts ist er. Der höchste Grund der Arznei ist die Liebe. Er ist ein Ganzes. So sind seine Krankheiten auch ein Ganzes. Können also nur aus dieser Erkenntnis geheilt werden. Wie der Mensch von Gott gemeint ist. Der vollkommene Leib eines vollkommenen Geistes. Denn die Höhe des Menschen ist der Mensch. Wenn ich all das Leiden sehe und den Schmerz der Kreatur, da kann ich nicht anders. Ich muss den Weg der Adepten gehen. Das Suchen, das Forschen, es ist mir eingewurzt. Vielleicht hätte ich dir helfen können. Mit Mercurio. Mit dem Quecksilber meinst du? Ja, das Quecksilber. Es ist ein böses Gift und gefährlich in unerfahrenen Händen. Man muss es fein sublimieren, bevor man es in die Adern gießt. Sonst ist es wie Feuer und wie Teufel mit Beelzebub austreiben. Überall haben wir dich gesucht, Paracelsus. In Colmar und Nürnberg, in Beratshausen und St. Gallen,
im Sundgau und in Schwaben und immer fanden wir nur deine Fährte, die treue Liebe deiner Kranken und den Hass deiner Zunftgenossen. Soll aber nun deines Wanderns ein Ende sein? So ist es des Kaisers Wille. Denn er hat nicht zuletzt aus meinem Mund von deinen wunderbaren Taten und Heilungen gehört. Seien keine Wunder. Der Kaiser will dir Macht, Ruhm und Ehre geben, wie dir es gebührt. Macht, Ruhm und Ehre. Wie habe ich sie ersehnt? Und darum wünscht und befiehlt seine kaiserliche Majestät, du sollest sofort aufbrechen und an seinen Hof nach Innsbruck reisen. Nach Innsbruck soll ich? An den Hof? Du lehnst es ab? Ich sehe es an deinen Mienen. Mich braucht das Volk. Es schreit nach mir. Dem Kaiser nicht, dem Volke muss ich dienen. harmony of unity, but things are connected. For instance, you can't be a geneticist, an alchemist, and not be astronomy, into arithmetic, into geometry, into music. And but you look at the tree of life from Robert Flood, and not even, but it's a